Hallo, René hier mit den besten Wünschen für das neue Jahr, das Jahr des Pferdes. Das Ereignis soll auf diesem Kanal abseits der Testroutine mit etwas Besonderem gefeiert werden. Lassen Sie mich erzählen. Mein Händler hatte mich Anfang des Jahres angerufen und die Eröffnung eines neuen Geschäfts im High-End-Mekka Fortune Town aufmerksam gemacht. Hier sehen Sie ein paar Schnappschüsse aus einer kurzen Slideshow aus den Tagen des Setup-Aufbaus, die Herr Wassan auf seiner Facebook-Seite eingestellt hat. Es war leicht zu erkennen, dass da schwere Geschütze aufgefahren wurden, und ich nahm mir vor, den Tatort bei der nächsten Gelegenheit selbst zu besuchen. Einige Wochen lang hielten mich die Nachrichten über bedrohliche Luftverschmutzung in Bangkok von der Fahrt ab, und dann kamen Hiobsbotschaften von erschütternden Unfällen. Einer in Nakhon Ratchasima bei den Bauarbeiten für die Zug-Hochtrasse wegen herabstürzender Betonteile mit den Ausmaßen von Alien-Raumschiffen. Ein aus dem Gleichgewicht geratener Kran krachte auf die Träger, riesige Betonteile fielen auf einen Zug, es gab Tote und zahlreiche Verletzte. Bei anderen Unglücksfällen in Bangkok stürzte ein Betonteil auf die Fahrbahn, dieses begrub einen Pickup unter sich. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland von solchen Unglücksfällen erfährt, aber mir war jedenfalls nicht besonders wohl, solange mein Taxi sich an den apokalyptisch wirkenden Monsterbaustellen vorbeiquälte. Gott sei Dank ist an diesem Tag nichts passiert und Sie können sich meine kleine Reportage ansehen. Das neue High-End-Geschäft, von dem die Rede ist, entstand am Platz eines einstigen vollgestopften Vinylladens und begrüßte mich schon von weitem. Es nennt sich We Sound Lab. Das zweite Wort ist wohl selbsterklärend und die vorangehende Silbe versteht man sofort, wenn man weiß, dass der freundliche Besitzer, Herr Tavisak, den Vornamen We trägt. Bevor ich über einige Details berichte, hier eine kurze optische Einstimmung.
Der erste Blickfang im Soundlab war natürlich der Sikora Reference. Man sieht ihn selten, dafür sorgen sicher sein Preis und sein Gewicht. Er kostet in Deutschland ab 30.000 Euro, je nach Ausführung und mit Tonarm natürlich ein bisschen mehr. In Amerika treiben Frachtkosten und Vertrieb den Grundpreis auf 40.000 Euro und mehr hoch. Der Reference wiegt über 100 Kilo, wobei auf den Kunststoffteller nur 18 Kilo entfallen, dafür wiegt aber eine komplette Tonarmbasis fast 20 Kilo. Und außerdem haben wir es hier mit einer viermotorigen Maschine zu tun. Das lineare Antriebsteil dürfte über jeden Zweifel erhaben sein. Nicht alles Gute kommt unbedingt aus Japan, Amerika oder Deutschland. Ein Bolide aus Polen, das war mal was Apartes im Fortune Town. Der Sikora war bei meinem Besuch leider nicht in Aktion. Ein DCS Lena Streaming Deck diente als Klangquelle und ein Carry CAD 300 SEI trieb die Avantgarde mit seinen bescheidenen 15 Watt pro Kanal. Später traten allerdings auch die D'Agostinos in Aktion und spornten die Hörner zu Höchstleistungen an. Wieder einmal war ich beeindruckt, wie diese Lautsprecher die Musik in den Raum hinein meißeln, dass sie so unverrückbar wie eine Granitskulptur wird. Zu überbieten ist das nur mit der Trio G3. Da hatte ich den Eindruck, die Musik sei einfach mit der Luft im Raum fusioniert, da fiel jede physikalische Schranke weg, man nahm den Klang so selbstverständlich wahr, wie man die Luft im Saal einatmet. Es ist beileibe nicht so, dass Avantgarde-Lautsprecher an sich in Bangkok etwas Neues wären. Sie werden sich erinnern an meine Messeberichte von der BAV im Dezember 2022, wo eine Trio G3 zu hören war, und von der BAV 2023, auf der eine Duo GT präsentiert wurde. Herr W. hat aber eine gewisse Marktlücke geschlossen, indem er durch die Eröffnung seines Soundlabs jederzeit eine Vorführung von Avantgarde-Modellen bieten kann. Natürlich kann er auch für viele andere der von der High Society Thailands begehrten Brands eine Vorführung arrangieren. Im Shop standen an dem Tag zum Beispiel auch die Canton Reference 2 und die Rockport Avia 2 sowie ein SVS-Subwoofer SB16 Ultra. Wie mir Herr W. erzählte, ist er mit Herrn Neu, dem Inhaber von Live Audio, befreundet, sodass er auf dessen Markenpalette Zugriff hat und vor allem auch ganzjährig die Kabel- und Tonbasen der Firma vorführen kann, die ihren Sitz in Chonburi hat, so dass Probehören bisher für interessierte Kunden schwierig war. Und diese junge Dame ist leider nicht jederzeit greifbar. Außerdem führt Soundlab übrigens noch die Tonmöbel von Audio Bastion. In einer abgetrennten Ecke waren unter anderem noch Nagra und Live-Geräte zu sehen und zu hören, die ein Pärchen Magico-Speaker versorgte, das trotz aller Qualität nach dem Klanggewitter der Avantgarde fast wie Spielzeug klang. Anschließend wurden ein paar neue Kabel probiert, die offensichtlich den Beifall des Teams fanden. Wenn ich mich umdrehte, fiel mein Blick durch die Glasfront auf das direkt gegenüberliegende Geschäft von Herrn Dom. Dort fand ich erfreulicherweise alles, was ich mir nicht leisten kann. Es war eine wahre Panzerschrank- und Edelsteinschatullendemo, schauen Sie selbst. Herr Boll, der Importeur all dieser exquisiten Dinge, war so freundlich, mich auf besondere Highlights innerhalb der ohnehin schon beeindruckenden Parade aufmerksam zu machen. Zum Beispiel auf die 80 Kilo schweren TAD 3-Wege-Lautsprecher.
während schon die normale Reference zu den Best of the Best gehörte, was bei einem Preis von 135.000 Euro ja wohl auch so sein sollte, handelte es sich hier um ein Paar aus der Limited Edition der TAD Reference One. Bei entsprechendem Lichteinfall sieht man die an Wellen erinnernde Grundstruktur aquamarinblau durch die Lackierung schimmern. Rot ist übrigens auch erhältlich. Ich habe mich für diese Farbe entschieden, weil sie freundlicher wirkt. Der Importeur erzählte mir, dass die Gehäuse nicht einfach von irgendeiner Möbelmanufaktur angefertigt werden, sondern aus den Werkstätten von Tendo Moko kommen, deren weltweit anerkannte Designer zum Beispiel Möbel exklusiv für den japanischen Präsidenten kreiert haben. Wer Top-Klang will, will eben auch Top-Luxus. Das Innenleben dieser zwei auf den ersten Blick unscheinbaren Kabinettlein wurde von Shindo handgefertigt mit hochselektierten Chassis und Vintage-Elektronikteilen, die aus alten Geräten ausgebaut wurden und in dieser Form zu neuem Leben, neuem Glanz und neuer Wirkung gelangen. Offenbar war früher eben doch alles besser, sogar das kleinste Detail. Hier steht wie vergessen das Topmodell von Rockport an der Wand, das letztes Jahr auf der BAV zu hören war. Ein paar passende Verstärker würden sich in diesem Zimmer wahrscheinlich mühelos finden lassen. Ich bedanke mich bei Herrn Wee, dem Inhaber von Soundlab, und bei Herrn Ball, dem Importeur, für Ihre Unterstützung. Vielleicht ergibt sich ja mal wieder eine Gelegenheit mit ganz neuen Geräten. Wenn dieses Video genügend Likes kriegt, dann führe ich Sie gerne wieder herum im High-End Mekka im Fortune Town in Bangkok. Tschüss.